Ich bin der Geschäftsführer von StackExperts GmbH und wir sind einer, der von Anfang an mit dabei war bei SCS und als Integrator dient. Das heißt, wir installieren Cloud-Umgebungen für Privatkunden, für Public Clouds, Private Clouds. Und in den letzten Jahren hat sich natürlich mehr herauskristallisiert, speziell seit der Übernahme von Broadcom, dass die Leute einen extremen Bedarf haben, VMware-Workload in OpenStack zu migrieren, unter anderem natürlich wegen dem immensen Kostenanteil. In diesem kleinen Webinar heute zeige ich euch mal exakt anhand eines Open-Source-Tools, wie ihr Workload von VMware einfach in OpenStack migrieren könnt, und es geht um die Voraussetzungen, was benötigt man dafür, ein paar Cave-Beats, was muss man beachten, speziell wenn man viele Windows-lastige Workload hat, und im Nachhinein machen wir noch ein bisschen Nachbearbeitung und beantworten Fragen. Und ich würde dann jetzt direkt mal damit starten. Also, wie gesagt, VMware hat einen enormen Kostenanstieg für viele Kunden verursacht mit der Broadcom-Übernahme. Und ja, viele wollen das nun eben migrieren. Es gibt diverse Paid-Tools dafür, wie zum Beispiel HiStacks. Ich habe am Ende auch eine Linkliste, wo die ganzen Links dann drin sind und auch die ganzen Tools und Skripte. Red Hat hat ein eigenes Tool, Virtuoso hat ein eigenes Tool, Proxmox hat ein eigenes Tool. Speziell für OpenStack benötigen wir natürlich ein anderes Tool, aber erstmal, um die Herausforderung zu machen. Wenn ich VMware-Workload auf OpenStack migrieren möchte, dann muss ich ein paar Sachen beachten. Unter anderem natürlich halt ist ein Hauptteil das Netzwerk. Also wenn ich mit so wenig Downtime wie möglich meine VM, ob das nun Linux oder Windows ist, spielt keine Rolle, in eine andere Umgebung migrieren möchte, muss ich natürlich schauen, dass im OpenStack auch das Netzwerk anliegt, was entsprechend im VMware anliegt. Das könnte je nach Setup vom VMware mehr oder weniger schwieriger werden. Das kommt auch an, was man für eine Netzwerkstack in VMware benutzt. Wir gehen jetzt mal einfach aus, dass VMware einfach Basic VLANs benutzt oder WLAN-Trunking, was auch immer. Und das Netzwerk muss natürlich im OpenStack auch angelegt werden. Bei dieser Anlegephase muss man beachten, dass dieses Netzwerk sich nicht beißt mit bestimmten IP-Bereichen, die man natürlich auch im anderen hat. Das heißt, wenn man schon THCP in dem Netzwerk fährt, darf das nicht auch THCP haben. Das zeige ich euch aber dann auch gleich nochmal, weil ich auch ein bestehendes Netzwerk habe in der Testumgebung, was schon mit THCP gefüttert wird. Ein anderes Problem ist oft für viele Leute, die aus der VMware-Welt kommen, die müssen erstmal mit OpenStack warm werden. Der Workflow ist ein bisschen anders. Das ist nicht wie, du hast kein vCenter, wo man sich einloggt, sondern das Horizon oder später Skyline. Das unterscheidet sich komplett von der Usability natürlich. Für die Migration selbst und auch natürlich für den Betrieb von OpenStack benötige ich mindestens ein paar Linux-Kenntnisse. Ja. Die Dienste im OpenStack sind ein bisschen anders. Wer es zum Beispiel gewohnt ist, HA zu haben, das heißt, wenn eine Maschine tot ist, dass die automatisch woanders startet, der kann nicht einfach irgendwie vMotion und HA aktivieren wie im VMware, sondern der muss sich auseinandersetzen bei OpenStack mit Komponenten wie Masakari. Masakari ist so eine Komponente, die zum Beispiel Sachen überwacht im OpenStack. Ist eine VM tot? Wenn ja, muss die hochgespult werden. Das kann man tagweise steuern zum Beispiel. Funktioniert auch sehr gut, also auch mit der Referenzimplementierung vom SCS mit OSISM. Die Downtime-Minimierung ist natürlich eine große Sache. Die Migration per se kann man auf Snapshot-Basis machen. Die kann man so oft machen, wie man möchte, während die Maschine im VMware läuft. Aber für die Cut-Over-Phase kommt je nach Ressourcenverfügbarkeit eine Downtime von bis zu 30 Minuten, bei Extremfällen sogar bis zu einer Stunde dazu, in der die Maschine angepasst wird. Also es kommt darauf an, was es ist. Linux, Windows braucht primär sehr, sehr lange für diese Anpassung, dass die Treiber aktualisiert werden, UE4 und so weiter. Ganz, ganz großes Thema Backups bei OpenStack natürlich. Ja. In der VMware-Welt hat man, ich glaube, fast alle in der VMware-Welt benutzen Veeam. Ja, das ist mit OpenStack vorbei. OpenStack hat out of the box keine sehr guten Backup-Mechanismen, also Freezer und sowas. Das ist alles nicht so praktikabel.
Da bleibt eigentlich nur eine Lösung, die sehr, sehr gut taugt und auch in SCS gut integrierbar ist, und das ist Storeware, die ähnliche Funktionalität wie Veeam bietet. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Also wer sich mit Backups für OpenStack beschäftigen möchte, kann gerne mal bei Storeware anfragen. Die haben eine super Software dafür. Das Snapshot-Verhalten bei OpenStack ist natürlich auch komplett anders. Also wer es gewohnt ist, im VMware einfach rechts zu klicken, Snapshot zu machen und in der Laufzeit wieder zurückzugehen mit demselben Speicherinhalt, hat im OpenStack ein Problem, weil dort funktionieren die Snapshots komplett anders. Also dem muss man sich bewusst sein. Das heißt halt, normalerweise muss man Maschinen aus Snapshots komplett wiederherstellen. Und nicht einfach sagen, okay, starten wir es wieder neu. Und bevor man überhaupt eine Migration startet von VMware zu OpenStack, sollte man sicherstellen, dass man in diesen virtuellen Maschinen, die man migriert, einen Zugang hat, wenn Netzwerk nicht funktioniert. Weil es könnte sein, ist sogar bei Windows Workload oft der Fall, dass direkt nach der Migration das Netzwerk eben ohne manuelle Anpassung über eine Remote-Konsole nicht funktioniert. Das kann man negieren, indem man bestimmte Group Policies in Windows anlegt oder Linux-Maschinen zum Beispiel vorher schon auf neue Netzwerk vorbereitet, weil im Normalfall ändern sich zum Beispiel die Adapternamen, also von ETH0 auf ENS3 etc. Das kann man vorher anpassen. Man kann das aber auch alles skripten. Also das sind so die Herausforderungen, die sich erstmal stellen, das überhaupt zu tun. Die Voraussetzungen, die ich benötige, um überhaupt diese Migration durchzuführen. Ich brauche natürlich ein VMware. Ja. Das sollte, wenn möglich, mindestens Version 6 irgendwas sein. Ich glaube, mit VMware 5 hat das nicht funktioniert. Wir hatten es, glaube ich, mal probiert. Das hat nicht funktioniert. Die APIs und so sind meistens auf die 6er-Version lizenziert. Es muss nicht zwangsläufig ein vCenter sein. Es kann auch direkt mit dem ESX kommuniziert werden, aber der ESX braucht eine entsprechende Lizenz, die die APIs freischaltet. Das ist nicht der Fall, wenn man die freie ESXi-Version benutzt, die es ja durchaus jetzt auch wieder gibt bei VMware. Da funktioniert das nicht. Man muss also mindestens eine Standardlizenz haben, um diese APIs freizuschalten. Dann benötigt man das VMware Disk Development Kit. Das benötigt nämlich Migrate Kit, was die Open Source Software ist, mit der das migriert wird. Und das ist eine Komponente, die man über das Support-Portal oder das Entwicklerportal von Broadcom runterladen kann. Dafür benötigt man aber eine aktive VMware-Subskription. Andersweitig kommt man nicht an dieses VDTK ran. Oder man fragt jemanden vielleicht, der das hat. Zeige ich dann auch gleich, wie das funktioniert. Dann brauche ich logischerweise ein OpenStack, was mein Target ist. Das braucht mindestens halt Neutron, Cleanse und Nova, also Netzwerk, Imagedienst und Compute Node. SIM, lasse ich mal außen vor. Storage Backend spielt jetzt ja erstmal primär keine Rolle. Ob das nun Ceph ist, lokal oder ein externes Sun Storage, Linstore, was auch immer, das ist egal. Dann benötige ich eine Linux-VM innerhalb dieser OpenStack-Umgebung, worauf ich das Migrate-Kit installiere. Migrate-Kit ist, wie gesagt, nochmal die Software von Vexhost, eine Open-Source-Software, die diese Migration durchführt. Und die muss innerhalb der OpenStack-Umgebung laufen, weil die mit den APIs vom OpenStack interagiert. Das heißt, wenn ich das extern hoste, dann kann ich nicht mit der OpenStack API so agieren, dass da Festplatten attached werden. Weil er erzeugt von den Snapshots im VMware Festplatten, die wiederum angelegt werden und attached werden an diese Linux-VM. Das geht natürlich nur, wenn diese VM innerhalb dieser OpenStack-Umgebung läuft. Wir benutzen primär dafür meistens eine Ubuntu-VM. Wer auf Nummer sicher gehen will, benutzt noch 22.04, geht aber auch mit 24.04. Das Migrate-Kit läuft als Docker-Container, hat aber ein KFI, das benötigt bei Ubuntu 24.04 eine bestimmte Anpassung, weil es bei 24.04 eine Änderung gab, was Unprivileged Namespaces angeht mit AppArmor. In den VMs entweder man disabled AppArmor komplett oder man passt diese AppArmor-Konfiguration an, weil sonst kann das Migrate-Kit die Anpassungen der VMs nicht vornehmen. Dann benutzen wir GoVC als kleines Helfer-Tool. GoVC ist ein Go-Binary, was quasi einfach ein API-Client für VMware ist. Damit kann man Maschinen suchen, Pfade aufrufen und so weiter.
Dann benötige ich natürlich Zugang zu meinem OpenStack selbst, entweder als Admin oder als User. Also man kann auch dem Benutzer der Cloud selbst die Möglichkeit geben, das zu migrieren, insofern er ein Netzwerk hat, was Zugang auf den ESX oder V-Sender hat, was eher unüblich ist. Aber wir haben auch Kunden, die das auch schon gemacht hatten. Im Normalfall macht man das für den Kunden als Dienstleistung. Ja, und ich brauche natürlich einen VMware-Benutzer, der die Berechtigung hat, entweder Administrator oder man legt explizit einen Benutzer an, der Zugang auf ein bestimmtes Datacenter hat. Das sind soweit die Voraussetzungen von VMware-Seite. Wie gesagt, Links zu den ganzen Tools und Skripten gibt es am Ende nochmal und die Slide wird hier auch geteilt. Die Voraussetzungen der Quell-VM bei VMware. Ich muss auf jeden Fall Change Block Tracking aktiviert haben, sowohl in der VM als auch für jede Festplatte, die diese VM hat. Wer Veeam Backup benutzt für die VMs, die er migrieren möchte, also wenn die schon vorher mal in einem Veeam Backup waren zum Beispiel, dann ist das standardmäßig schon aktiviert, weil Veeam das über die APIs selbst aktiviert. Ist das nicht der Fall, muss man das aktivieren, sonst schlägt der Migrationsprozess fehl und zeigt er aber dann auch an. Ich habe ein Skript dafür geschrieben, wo es das automatisch für die Source VMs macht. Das ist auch am Ende nochmal verlinkt, zeige ich auch gleich. Dann muss zwangsläufig, zumindest bei Windows, wenn man Windows-VMs migrieren möchte, die VMware-Tools müssen auf der Windows-VM installiert sein und laufen, weil anderweitig kann sich der Prozess nicht darauf verbinden, um ohne Authentifizierungs-Credentials die Anpassungen vorzunehmen oder die Maschine entsprechend korrekt runterzufahren. Und natürlich halt vielleicht schon vorher die Netzwerkkonfiguration anpassen für das Target. Also zumindest bei Linux wäre das eine sehr schöne Tatsache. Und natürlich schauen, dass man im Worst Case, falls Netzwerk nicht direkt out of the box funktioniert, über die Remote-Konsole vom OpenStack dann darauf zugreifen kann. Ja, dann nochmal ein Hinweis für jeden, der das, was wir hier dann gleich machen, nochmal testen möchte. Wir benutzen ja MigrateKit. Da gibt es momentan, also quasi Stand heute, einen Bug, wenn man eine VM nach der initialen Migrationsphase von Windows migrieren möchte. Und zwar hängt die sich im OpenStack auf und rebootet einfach permanent, also für immer, weil er irgendein bestimmtes Anpassungsskript nicht ausführen kann. Das ist ein offener Bug-Report bei MigrateKit, der aber schon einen Patch hat, aber der ist noch nicht gemerged mit der neuen Version. Man muss eine ältere Version benutzen, dann funktioniert das. Wenn man große VMs, ich sag mal Terabyte große migrieren möchte oder 10 Terabyte groß oder sogar übers VPN, also Tailscale oder was auch immer, IPsec, dann kann der Prozess sehr lange dauern, der den 24 Stunden Standard-Token Timeout vom OpenStack ja überschreitet. Hat man so einen Fall, würde er in der Migrationsphase, würde das MigrateKit abbrechen, weil er für jeden Migrationsvorgang so einen Token hat und der Token expired bei Standard-Setups innerhalb von einem Tag. Und dann muss man im Keystone die entsprechende Expiration Time hochsetzen. Also hier sind das, glaube ich, 48 Stunden und 3 Tage für das Expired Window. Das kann man in der Referenzimplementierung einfach in der Collar Configuration YAML setzen. Dann kann man auch längerfristige Migrationen machen. Standardmäßig ist es auch so, dass die VMs, die man migrieren möchte, immer in dem Prozess, in dem Projekt landen von den Credentials, die ich in meinem Environment festlege. Wenn ich ein anderes Projekt als Target haben möchte, dann muss ich speziell auch als Environment-Variable diese Projektnamen setzen und einen OpenStack-User haben, der Zugang auf dieses Projekt hat. Ja, genauso eine extra Anpassung, ohne die MigrateKit nicht funktioniert, ist diese OS-Domain-ID. Das zeige ich euch auch gleich. Das ist gerade ein bisschen Theorie. Ohne diese OS-Domain-ID schlägt MigrateKit immer fehl und sagt immer, er findet irgendwie seine Domain-ID nicht. Das muss man beachten, weil die ist standardmäßig nicht in der exportierten OpenRC-Datei drin, die man im zum Beispiel Horizon herunterladen kann. So, der Ablauf mal komplett vereinfacht ist. MigrateKit verbindet sich quasi auf den VMware-Server. Er macht einen Snapshot der VM, die kann dabei laufen, die muss man vorher nicht ausschalten oder irgendwas. Dann legt MigrateKit quasi im OpenStack eine Festplatte an über die Cinder API, legt da eine Festplatte quasi an, die genauso groß ist wie die Source-Festplatte im VMware oder mehrere Festplatten, also es können ja auch mehrere sein in der VM.
dann mountet er diese Festplatten in diese Linux-VM, die läuft und fängt an, eine Network Block Device Copy zu machen, also NBD. Und das macht er einmal quasi komplett von dem Snapshot. Und das kann man dann immer so oft wiederholen, wie man möchte. Das heißt, man kann sagen, ich habe 100 VMs, ich möchte die alle migrieren, dann mache ich mir ein Skript für MicroKit, was diese alle erstmal durchläuft. Dann habe ich einmal eine Kopie. Und wenn ich dann später das nochmal machen möchte, führe ich das einfach erneut aus und er kopiert nur noch die Deltas von dem Snapshot. Das heißt, er macht 9 Snapshots und kopiert nur noch die Differenz zwischen den vorherigen Daten und den neuen. Ja, das geht also recht schnell. Und dann gibt's diese finale Cut-Over-Phase. Das ist der Bereich, wo ich sage, okay, ich möchte die VM jetzt von VMware wirklich runternehmen und möchte die im OpenStack hochfahren. Dann macht er einen erneuten Snapshot, macht wieder so eine Migrationsphase, fährt die VM im VMware herunter, mountet die Disk wiederum nochmal in dieser Migrations-VM und fährt die dort selbst mit QEMU hoch. Das heißt, das benötigt eigentlich auch, dass man die Paravirtualisierung aktualisiert hat im OpenStack, Nested-Virtualisierung. Fährt er die VM hoch und dann macht er mit V2V, macht er Anpassungen wie bei Windows. Da wird ein Open Source UEFI Bootloader installiert. Da werden die ganzen VirtIO-Treiber injected, weil ohne Windows hat er normalerweise out of the box keine VirtIO-Treiber für den Netzwerktreiber und für die Festplatte. Er macht ein paar andere Anpassungen, aber primär Treiberanpassungen. Und das ist eine Phase, die teilweise sehr lange dauert und sehr CPU-lastig ist. Also es wäre schön, dass diese VM, die man dafür benutzt, dass die, ich sag mal so, vielleicht mindestens 8 Cores und vielleicht 16 Gigabyte RAM hat. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, fährt er die einfach dann im OpenStack wieder hoch und dann sollte im Normalfall für den Kunden nichts anders sein, als das vorher war. Ja, dann würde ich euch das mal zeigen. Muss ich mal kurz den Bildschirm nochmal anders teilen. Einen Moment. Ein anderes Fenster. Muss ich gerade mal gucken, welches das war. Oh, sieht man das? Ich mache es mal ein bisschen größer. Einen Moment. So, das sollte man entsprechend sehen, hoffe ich. Ja. Ich habe hier schon mal eine Maschine vorbereitet. Das ist eine normale Ubuntu 24.04 Maschine. Da wird einfach quasi Docker drauf installiert, also apt-get install docker.io. Habe ich in dem Fall hier schon ein Update, super, war nicht schlimm. Hatte ich hier eigentlich schon erledigt. Installieren wir es halt nochmal. Das ist eigentlich die einzigste Voraussetzung, die man hier hat, dass man quasi Docker darauf installiert und eben diese Anpassungen macht für dieses AppArmor, insofern man Ubuntu 24.04 installiert. Und zwar gibt's da, das ist auch auf der MicroKit-Website ist das beschrieben. Es gibt eine Änderung mit AppArmor, die irgendwas mit unprivileged User Namespaces zu tun hat, die dazu führen, dass Docker dann nicht korrekt diese VMs mounten kann. Das muss man quasi einmal in AppArmor anpassen, die Maschine einmal rebooten und dann funktioniert das. Und dann kann ich quasi eigentlich schon mein MicroKit normal ausführen. Das installiert ja auch das installiert ja auch das Tool. Wenn man das noch nicht drauf hat im Docker, dann wird das quasi ausgeführt. Und die Migration besteht, ich zeige euch das mal kurz in VMware, was wir jetzt mal kurz machen. Ich soll hier die ganz vielen Fenster teilen. Vielleicht teile ich einfach meinen ganzen Bildschirm, was wahrscheinlich einfacher. Ja, teilen. Genau, so. Die Fehler hier kann man ignorieren, das ist eine recht alte Hardware. Ich habe hier einen vCenter, das ist eine Version 6.7, glaube ich. Und habe hier eine Maschine, Linux MIG-Test heißt die. Ist ein normales, auch Ubuntu 24.04. Da läuft nicht wirklich viel drauf. Also ist auch nicht sehr groß, hat nur 1 GB RAM und
Das geht nicht, egal. Hat nur eine kleine Festplatte von 8 GB und eine recht einfache Netzwerkkonfiguration. Ja, also die macht THCP, hat ein Interface ENS 160, einer bestimmten MAC-Adresse, und die möchte ich quasi migrieren. Und das kann ich im MicroKit, habe ich hier ein kleines Skript. Das ist ein falsches Fenster, das andere, das größer. Also der Prozess wäre einfach Docker Run, Network Host, der natürlich das Host-Netzwerk hat. Die Environments muss man vorher laden. Dann brauche ich natürlich die Credentials für das vCenter oder den ESX. Und ich brauche den Pfad zum Data Center. Und da gibt es ein paar gute Helper-Tools. Da komme ich gleich auf das GoVC. Also einmal braucht man die OpenStack-RC. Die kann man sich ja im Horizon quasi runterladen. Also wenn ich im Horizon gehe, kann ich mir bei Admin hier quasi hier oben die OpenStack-RC-Datei runterladen. Und die muss halt nur angepasst werden, dass man hier oben diese Domain-ID hinzufügt, also Export Domain-ID Default quasi. Müsste man natürlich, wenn man eine andere Domain-ID hat, tauschen. Normalerweise ist es Default. Und Abstand, die Passwortabfrage, würde ich vielleicht Standard hier reinschreiben. Das ist in der Testumgebung, also es ist egal mit den Credentials hier im Stream, das spielt keine Rolle. Und dann muss ich das eigentlich nur sourcen. Source OpenStack-RC. Dasselbe habe ich hier nochmal für den VMware selber, für das GoVC-Utility. Damit kann ich nämlich GoVC Find Type M machen zum Beispiel. Und das gibt mir zum Beispiel vom ESX den kompletten Pfad zurück, was ich an Maschinen habe. Also ich habe Data Center VM. Also hier habe ich ja Data Center und dann zeigt er mir diese ganzen entsprechenden VMs an. Das ist ganz hilfreich, weil man dieselben Pfade auch im MicroKit benötigt halt. Wie gesagt, man muss vorher ja eben auch noch dieses Change Block Tracking aktivieren. Da haben wir ein einfaches Skript geschrieben, was halt mit GoVC das setzen kann. Also GoVC ist auch in der Lage, diese Änderung durchzuführen. Man gibt dem quasi einfach einen Pfad an. In dem Fall wäre das halt bei uns Linux Big Test. Dann kann ich einfach sagen, enable cbtk. Und dann macht er das, also für alle Festplatten. Das sieht man auch dann hier unten sehr schön, dass er das quasi im VMware auch gerade gemacht hat. Ansonsten ist das beschrieben in der VMware-Dokumentation. Da muss man in diesem VMX-Config-File muss man ein paar Sachen setzen für jeden iSCSI-Controller. Also es ist einfacher, wenn ihr einfach das Skript benutzt, wenn ihr das tauschen wollt. Hat die VM noch keinen CBD vorher aktiviert gehabt, dann muss man die danach einmal neu starten. Da ich das bei dieser schon einmal gemacht habe, spielt es keine Rolle. Also das muss ich die nochmal neu starten jetzt. Und dann kann ich quasi in diesen Migration-Prozess schon gehen. Also ich führe das quasi aus, einfach diesen Docker-Prozess. Und die Credentials lädt er aus dem Environment. Ja, also die habe ich ja gesetzt, Grep OS. Ja, das sind die OpenStack-spezifischen Variablen. Das lässt sich auch super skripten später. Und was er jetzt macht, ist halt quasi ein Snapshot von dieser Linux-Maschine und attached das gleichzeitig an diese VM hier. Also hier, man sieht dann hier, ihr habt die Festplatte attached und macht jetzt quasi einen Network Change Block Tracking Copy. Das dauert nicht lange, also je nachdem, was man für ein Netzwerk hat. Ich glaube, ich habe jetzt hier nur in dem Testbed 1 Gigabit. Das könnte einen kleinen Moment dauern. Man sieht das auch ganz gut dann im Horizon. Er legt dann hier einen Datenträger an. Hier. Und der wird quasi attached auf diese MicroKit VM. Ja. Also hier. Und man kann das auch parallel machen mit mehreren. Also man ist nicht davon abhängig, immer nur eine nacheinander zu machen. Je nachdem, wie viel I/O-Kapazität man hat in dem OpenStack und wie viel CPU-Ressourcen, könnt ihr auch durchaus 10 Stück parallel machen. Ja? Oder ihr könnt auch mehrere MicroKit-VMs machen. Also ihr könnt sagen, macht MicroKit 1, 2, 3, 4, 5 und teilt eure Workload oder macht eine pro Kunde, vielleicht sogar in dem
in dem Tenant von dem Kunde, die darauf vorbereitet ist, dann könnt ihr dem Kunde rein theoretisch auch Zugang darauf geben, dass er das selber ausführen kann. Wir machen das bei großen Migrationen. Wir haben ja durchaus Migrationen gemacht mit über 1000 virtuellen Maschinen schon, teilweise mit 800 Windows-Maschinen. Da haben wir sehr viel geskriptet halt. Also normalerweise schreiben wir dann Shell-Skripte dafür, die der User einfach benutzen kann, oder wir machen Cron-Tabs, die dann zu bestimmten Zeiten eben diese Cut-Over-Phases durchführen. Leider gibt es dazu noch kein schönes Webinterface oder eine API dafür. Müsste sich mal jemand hinsetzen und das bauen. Wir hatten das schon mal angefangen. Wir haben ein eigenes Webinterface dafür schon programmiert. Das ist aber leider immer noch nicht fertig aus Zeitgründen. Wenn das soweit ist, werden wir das ans Migrate-Kit dann Open Source natürlich mit freigeben. Dann kann man Kunden Einzelzugänge geben und kann das zusammenklicken einfach. Dann muss man das nicht über eine Konsole machen. So, jetzt warten wir mal kurz, bis das hier abgeschlossen ist. Die Copy ist quasi completed. Das kann ich jetzt hier noch so oft ausführen, wie ich möchte. Dann kopiert er halt quasi, wie gesagt, schon die Deltas. Also wenn ich jetzt hier hingehe und mache jetzt hier eine neue File, dd Mal gucken, jetzt sehe ich meinen eigenen Bildschirm nicht mehr. Die Maus, wo ist meine Maus? Egal, Count. 500. Diese Tastatur. Jetzt kann man das quasi dann nochmal das Delta ausführen. Also einfach nochmal, das kann man jederzeit machen halt. Beeinflusst auch die laufende Maschine nicht. Jetzt müsst ihr nochmal 500 MB eigentlich quasi nachkopieren. Ich muss auch dazu sagen, das dauert jetzt hier ein bisschen länger bei mir, weil meine Testumgebung ist wirklich uralte Hardware. Und die ist wirklich, die läuft selbst in dem VMware-Cluster, von dem aus wir das migrieren. Das ist quasi Virtualisierung, Virtualisierung, Virtualisierung. Double nested. Auf sehr alte Hardware. Also deswegen im Normalfall dauert das, geht das rucki zucki. Auch diese Cut-Over-Phase. Die Cut-Over-Phase ist halt ein bisschen sehr CPU-lastig. Ja, wenn ich das jetzt habe ich natürlich nur die Festplatte und noch nichts anderes. Die ist auch noch nicht angepasst. Bei Linux wäre es egal. Ich könnte rein theoretisch jetzt diese schon starten, weil wenn es Linux ist und das hat keine Probleme mit den Web-IO-Treibern. Normalerweise gibt es dann aber so ein Cutover. Das ist quasi derselbe Befehl. Also statt migrate, also hier ist es dieses einfach nur migrate. Das braucht nur migrate und die Zugangsdaten. Das Cutover braucht ein bisschen mehr. Okay, Cutover. Danke, nein. Das Cutover ist dann halt der Befehl Cutover als Parameter zu Migrate-Kit. Und ich muss ein Flavor angeben, also ein Abbild. In dem Fall ist das bei mir das Bild. Also da muss die ID natürlich stimmen. Ne? Eine Variante, also Flavor ist Deutsch. Ne? Flavor ist die entsprechende Variante. Bei mir ist das hier einfach nur das Standard SCS 1.1, was halt nur ein Core und 1 GB RAM hat. Die Availability Zone, ja, ist bei mir halt Nova. Ja, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr die angeben. Und dann ist relevant das Network Mapping. Habe ich mehrere Interfaces, dann muss ich das mehrfach angeben. Oder Komma getrennt immer wieder dasselbe, also MAC, Komma, MAC. Ich habe aber hier nur ein Interface mit dieser MAC-Adresse. Die Network-ID, das ist die Ziel-ID von dem Netzwerk im OpenStack. Also in dem Fall bin ich hier in demselben Netzwerk wie im VMware. Also das ist dieses Elva-Netzwerk. Ja, und ich brauche die Subnet-ID von dem Netzwerk. Also findet man ja dann auch hier. Kann ja sein, dass es auch mehrere hat. Und ich brauche natürlich die IP. Brauche ich nicht unbedingt. Die IP kann ich auch frei lassen. Bei dieser IP ist es sehr wichtig,
dass das eine IP ist, die auch in dem Subnetz abgebildet ist. In diesem Subnetz zum Beispiel habe ich, glaube ich, das habe ich nur drin 20 bis 40. Und das würde dann dazu führen, dass das nicht funktioniert. Aber es spielt in dem Fall keine Rolle, weil das Netzwerk THCP hat. Da komme ich dann auch gleich drauf zu sprechen, wieso das so ist. Er würde trotzdem versuchen, die zu assignen. Mal kurz, ich nehme das mal raus mit dem IP. Wenn man den IP-Parameter nicht angibt, dann nimmt er normalerweise einen aus dem THCP-Pool. Und dann Security Group ist auch optional, sollte man aber immer angeben, weil sonst haben die VMs keinerlei Netzwerkkonnektivität nach außen. In dem Fall ist das eine Sicherheitsgruppe bei mir, die einfach alles erlaubt. Und dann kann ich diese Cut-Over-Phase machen. Und die führt jetzt gleich dazu, dass er diese Maschine hier runterführt. Erstmal macht er wieder einen Snapshot, macht nochmal einen Migrate und fährt die gleich runter. Von den Werten kann man sich ein bisschen irritieren lassen. Diese Werte mit 43 Gigabit pro Sekunde, schön wär's. Hätte ich gerne, aber leider nicht. Ja, man sieht jetzt hier, dass er die VM im Ding runtergefahren hat, im VMware. Müsste gleich aus sein. Ja. Jetzt macht er nochmal einen Snapshot, kopiert wieder das Delta und dann passt er die Maschine quasi an. Das Betriebssystem spielt nicht mehr so eine Rolle. Man muss ein bisschen beachten, was nicht funktioniert, ist zum Beispiel die Festplatten. Es gibt viele Leute haben im VMware Appliances laufen, die haben Festplatten, die unter 1 Gigabyte groß sind. Die Minimalgröße im OpenStack für Cinder ist 1 Gigabyte. Das heißt, man kann keine Festplatten migrieren, die unter 1 Gigabyte groß sind. Das muss man beachten. Es gibt zum Beispiel so bestimmte Telefon-Appliances, die haben 5 Festplatten und sind jeweils nur 200, 500 Megabyte groß. Das ist dann problematisch. Die müsste man vorher im VMware resizen auf 1 Gigabyte mindestens, damit die ordnungsgemäß kopiert werden können. Das nur noch mal so als Gedankenspiel. Was er jetzt hier im Hintergrund macht, ist halt quasi, er hat jetzt hier einen QEMU-Prozess laufen. Und in diesem QEMU-Prozess führt er halt direkt diese Anpassungen gleich durch. Das heißt, er startet diese VM innerhalb dieser Migrate-Kit-VM. Er wäre wahrscheinlich auf einer ordentlichen Hardware schon lange fertig. Ja? Also wie gesagt, das ist eigentlich recht schnell, nur die Hardware ist auch in meinem Testbed. Das ist ein Single-Node virtualisierter Ceph-Cluster, der als Zielquelle dient. Das ist nicht so schnell. Ist an sich aber nicht so problematisch. Ich kann euch mal, während wir hier warten, auch mal zeigen, wie das aussieht bei einem Windows zum Beispiel. Ich habe das heute mal aufgezeichnet. So brauche ich nicht. Ja. Also bei Windows sieht das halt quasi genauso aus halt. Er fährt das halt alles runter, macht diesen Migration Cycle. Das hat jetzt hier bei einer 40 Gigabyte VM bei mir fast 40 Minuten gedauert. Ich würde sagen, das dauert eher vielleicht 10. Ja. Er macht dann, nachdem das fertig ist, ändert er vom Windows die Guest Source von BIOS auf UEFI, je nachdem, was er hat, und führt diese ganzen Anpassungen durch. In diesen Anpassungen wird quasi durchgeführt wie schon erwähnt, die ganzen KVM-Treiber, ja, und diverse Festplattenanpassungen und so weiter. Und wenn er dann damit durch ist, fährt er das halt auch ganz normal dann hoch. Ja. Ja. Genau. Also wenn er durch ist, dann fährt er die Maschine dann einfach im OpenStack hoch. In Windows muss man dazu gleich bestimmte paar Sachen noch beachten. Es kann sein, je nach Windows-Version, dass er nicht in der Lage ist, die Treiber korrekt zu installieren. Bei Windows 2025 funktioniert das reibungslos. Bei Windows 2022 und darunter haben wir das Problem, dass nach Installation von diesen .io-Treibern
das Netzwerkgerät in Windows nicht richtig funktioniert. Dann hat man das Problem im Windows, ich zeige euch das mal an der VM, die ich heute schon migriert habe, das ist die, von dem das Video gerade ist. Da muss man im Gerätemanager einmal die Netzwerkkarte einmal disablen oder löschen und nach neuen Treibern suchen, dann hat er das. Das kann man, wie gesagt, über eine GPU kann man das automatisieren. Das betrifft aber nur Windows-Versionen unter 2025. Windows 11 ist problematisch wegen dem, die haben diese Requirements für diese Secure BIOS-Geschichten. Das kann man zwar auch im OpenStack abbilden, das wird aber bei der Migration nicht unterstützt. Also wenn ihr normale Desktop-VMs habt, ist es schwierig, die zu migrieren. Muss ich mal gucken, dauert hier wieder schön lange. Das ist, wie gesagt, leider nicht so schnell. Also das ist wirklich hier Schneckentempo. Das ist normalerweise nicht so langsam. Da komme ich auch gleich zu ein paar Windows-spezifischen Anpassungen, wenn wir die Migration einmal durch haben. Schnecken-Windows. Ja, genau. Also wenn ihr Probleme habt, dass der Netzwerktreiber nicht funktioniert, dann in Windows nach der Ding, dann müsst ihr den hier quasi, der ist dann hier normalerweise gelb hinterlegt, dann müsst ihr den einfach einmal entfernen, nach neuer Hardware suchen und dann funktioniert das. Warum das so ist, keine Ahnung. Das habe ich auch schon mal reportet an die Treibergruppe, die diese Treiber machen. Habe ich noch nicht herausgefunden. Genauso ist es so bei Windows VMs nach dieser Anpassung, wenn die das erste Mal starten, die können bis zu 5-mal rebooten. Das heißt halt, die machen diverse Anpassungen mit einem Shell-Skript, das fährt hoch, das zeigt zwar den Login-Screen an, dann noch nicht einloggen und loslegen, sondern der wird bis zu 5-mal rebooten und Anpassungen vornehmen. Also mehrmals vom Windows selbst, je nach Treibervoraussetzung. Und dann eben noch diese ganzen extra Anpassungen machen. Und erst danach kann man das wirklich benutzen. Das muss man mit beachten. Das heißt, die Downtime bei Windows ist wesentlich höher als bei Linux-VMs, wenn man die migriert. So, das wollen wir schauen. Das ist halt, wie gesagt, das dauert hier einen kleinen Moment. Okay. Der ist aber auch gleich fertig. Das dauert nicht mehr so lange. Ja. Ja, Inspecting the Source quasi, der guckt halt einfach innerhalb der VM, was hat der, also das heißt, der mountet das Filesystem, der checkt, was ist das für ein Bootloader, muss ich irgendwelche speziellen Anpassungen vornehmen und so weiter. Wenn die da ist, komme ich gleich zum nächsten Punkt. Mal gucken, was wir mit der Zeit, vielleicht braucht man einen kleinen Moment länger. Sollte aber nicht mehr so lange dauern. Diese ganze Dokumentation findet ihr natürlich auch auf der GitHub-Seite von Vexhost. Der Ablauf ist ja eigentlich ziemlich straff definiert, halt das, was man machen muss halt. Ne? Man braucht das VDDK. Das geht auch mit einer größeren Version. Also die 9 habe ich noch nicht probiert. Das geht auch mit der 8.3. Hier sind auch die Befehle alle. Das installiert, wie gesagt, das Migrate-Kit über Docker. Hier ist auch nochmal der Link zu den Namespace-Anpassungen und diesen Testzugang halt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen mit diesem Passwort-Zeug hier.
Wenn ihr zum Beispiel $1 drin habt, dann müsst ihr das ordentlich escapen, sonst kommt ihr damit nicht klar. Ja, dann hier im Mac sagt mir, das ist ja alles ordentlich dokumentiert, das ist eine super Sache. OS-Type ist super wichtig für Windows. Wenn man bei Windows nicht den OS-Type setzt im OpenStack, dann ist Windows so abnormal langsam, dass das quasi nicht benutzbar ist. Also ihr müsst unbedingt auch bei Windows VMs diesen OS-Type hier setzen. Das sieht dann quasi hier so aus. Also ihr müsst dann hier quasi den Flag OS-Type mit hinzusetzen. Dort habe ich allerdings festgestellt, dass manche Micro-Kit-Versionen das trotzdem nicht setzen, weil das wird als kleines Volume-Metadata im OpenStack gesetzt. Dazu gibt es aber einen Befehl, womit man das nachträglich setzen kann. Das habe ich auch gleich in meinen Slides. Und dann kann man das machen. Ja, während das hier fertig hingeht, kann ich mal hier weitergehen. Hätte das vielleicht wohl schon bequem sein. Hätte. Ja, wie gesagt, Windows Reboot Cycle hatte ich gerade schon angesprochen, Gerätemanager Fix auch, Aktualisierung dieser KVM-Treiber sollte man vornehmen. Das kommt immer darauf an, wie aktuell das Migrate-Kit ist. Es gibt ja viele Bugfixes bei Windows speziell, die Probleme verursachen. Es gibt immer diesen Fedora virt.io Win-Treiber. Den sollte man vielleicht bei Windows-Migration direkt danach nochmal drauf installieren. Wenn man Terminal-Server migriert, gibt es ein interessantes Problem, zumindest momentan. Da gibt es jetzt schon einen Bugfix, aber die Version ist auch noch nicht raus von den Windows-Treibern. Und zwar ist defaultmäßig das Videomodell bei OpenStack bei neueren Versionen für Windows oder generell, das ist, glaube virt.io oder virt.io GPU. Und da gibt es einen speziellen Bug mit den KVM-Treibern in Windows, die dazu führen, dass bei bestimmten Neustarts Windows in einen Bluescreen geht, weil der Treiber irgendwelche IRQ-Settings verhaut. Abhilfe dafür schafft es in dem Volume des HW-Videomodell oder in dem Image, was man davon baut, auf QXL zu setzen. Da muss man ein bisschen aufpassen, das geht auf VGA. Einige davon sind schon länger deprecated, aber QXL hat funktioniert und es ist immer noch drin, weil wahrscheinlich viele das Legacy benutzen. Das sollte man beachten, wenn ihr das seht. Also das betrifft primär Kunden, die jeden Abend aus Patchgründen Windows neu starten. Das hat einfach die Ursache, dass eben da momentan ein Bug in dem KVM gibt. Wie gesagt, Bugfix ist aber auch schon reported dafür. Mit den neuesten Versionen soll das nicht mehr auftauchen. OS-Type Windows muss gesetzt werden auf diesen Volume, was es dann im OpenStack gibt. Hier wird jetzt schon converted, fertig. Sonst ist Windows einfach abartig langsam. Dieses OS-Type Windows setzt bestimmte Optimierungstypen für libvirt und KVM, die das verhindern, dass Windows so schneckenlangsam ist. Dann muss man bei Windows beachten, wenn man das mit Ceph benutzt als Backend. Windows hat im Vergleich zu Linux eine sehr, sehr eigenartige Random I/O Workload. Also die ist schon teilweise krass. Das liegt teilweise an diesem Windows Search Dienst. Den kann man deaktivieren, dann bringt ein bisschen Abhilfe. Generell braucht man im OpenStack für Windows einen sehr performanten Backend-Speicher für Windows. Also entweder ein Ceph-Cluster komplett mit NVMEs oder ein Pool mit NVMEs oder Sun Storage, Dorado, BMC, Flash Storage, Pure Storage, was auch immer. LinStore geht auch sehr gut. Sonst ist das wirklich langsam. Und Ceph ist, wenn es Probleme in einem Ceph-Cluster gibt, dann geht ja im Normalfall die I/O nicht mehr. Das heißt, die wird ja gecuttet. Linux hat damit kein Problem. Der tut halt einfach in DMS reinschreiben, dass er Hang IOs hat für 120 Sekunden und dann probiert er das immer wieder. Und wenn es wieder geht, funktioniert. Je nachdem, was für eine Software man drauf hat, hat das mehr oder weniger Impact. Windows ist da so clever und sagt, was ist clever? Windows ist so clever und sagt, okay, ich kann nicht mehr auf meine Festplatte schreiben, ich gebe dir 60 Sekunden und danach mache ich Bluescreen. Ja?
Das kann man ändern, indem man diesen Key hier ändert. HKLM System Current Control Set Service This Timeout Value. Den kann man zu einer Stunde setzen. Ich habe das ausprobiert. Das hat im Ceph keinen Impact. Wenn man es schafft, dass der Ceph-Cluster innerhalb von einer Stunde wieder auf I/O reagiert, also man sollte in der Lage sein, wenn man eine Stunde Timeout hat im Ceph, dann ist schon problematisch. Dann nimmt auch Windows die normale Arbeit wieder auf, ohne dass der im Blue-State geht. Weil wenn du 500 Windows-VMs in einem OpenStack hast, die auf einmal alle im Blue-Screen gehen, weil dein Ceph-Cluster eine Macke hat, dann musst du nicht nur Ceph fixen, sondern du hast 500 Kunden, denen du die Maschinen neu starten musst im OpenStack, was ein bisschen suboptimal ist. Ja. Das muss man mit beachten halt. Das sind aber so per se schon so diese hauptsächlichen Sachen, die man beachten muss. Ich würde ja hoffen, dass das jetzt mal hier ein bisschen schneller geht hier. Wie gesagt, das ist nur so langsam in meiner Testumgebung. Hat man eine ordentlich performante Umgebung, dann geht das rucki-zucki. Also so eine 8 GB VM, das migriert eigentlich innerhalb von 5 Minuten. Und das ist halt auch sehr CPU-lastig. Und man sieht ja auch hier bei mir, das ist sehr I/O-bound. Also der hat hier einfach Limitierung von meiner Schreibleistung auf meinem Storage. Sonst geht das ruckzuck. Also er fährt die VM hoch, inspectet die, macht seine Änderungen und das war's. Also im Normalfall läuft der Zeitpunkt, wir haben für eine Standard-VM mit so 250 Gigabyte Disk, dauert im Schnitt 10 bis 15 Minuten, unabhängig, ob das nun Linux ist oder Windows. Wie gesagt, Linux geht schneller. Windows auch ein bisschen länger, weil Windows halt diese ganzen Anpassungen macht. Ich würde euch das ja gerne mal mit dem Netzwerk noch zeigen, weil eine Sache ist, ja, die gleich hochfährt, ich hoffe. Ich weiß aber nicht, ob wir vielleicht auch schon in die Fragen gehen, während das hier läuft. Und dann würde ich das, wenn der hier durch ist, nochmal zeigen, wie das mit dem Netzwerk läuft und dass die Maschine dann auch da ist.